Stellt euch vor, ein verlassener Turm, umgeben von dichten Wäldern, in dem eine junge Frau mit goldenem Haar gefangen gehalten wird. Doch warum war Rapunzel dort? War es nur die Laune einer bösen Hexe oder verbirgt sich hinter dieser Geschichte ein dunkles Geheimnis, das Jahrhunderte überdauert hat? Heute enthüllen wir die verborgenen Ursprünge dieser Grimm-Märchenlegende, die weit über das Märchenbuch hinausreicht. Von vergessenen mittelalterlichen Ritualen bis zu einem Fluch, der eine Familie zerstörte, diese Reise wird euch schockieren und fesseln. Bleibt dran, denn die Wahrheit könnte näher sein, als ihr denkt. Die Geschichte von Rapunzel hat ihre Wurzeln in mündlichen Überlieferungen, lange bevor die Brüder Grimm sie aufschrieben. Im 17. Jahrhundert kursierten in Süddeutschland Erzählungen von einer Frau, die in einem Turm gefangen war, weil sie ein geheimes Wissen besaß. Manche Historiker glauben, dass diese Frau eine Heilerin war, deren Kräuterkunde als Hexerei galt. Ihre Isolation im Turm könnte ein Schutz gewesen sein oder eine Strafe. Doch warum wurde sie von einer Hexe übernommen? Die Antwort liegt in den dunklen Wäldern des Mittelalters verborgen, wo Furcht und Aberglaube regierten. Die Hexe, die Rapunzel einsperrte, ist mehr als eine Märchenfigur. In alten Schriften wird sie als Gotte beschrieben, eine Frau, die Macht über Kräuter und Flüche hatte. Manche glauben, sie war eine abtrünnige Nonne, die nach einem Verrat aus einem Kloster floh und sich in den Wäldern versteckte. Ihre Verbindung zu Rapunzel könnte tiefer gehen, vielleicht war sie ihre Mutter oder eine Rivalin um ein altes Geheimnis. Die Hexe symbolisiert die Angst vor dem Unbekannten, doch ihre Motive bleiben ein Rätsel. Was trieb sie an, ein unschuldiges Mädchen zu isolieren? Die Legende sagt, dass Rapunzel im Turm blieb, weil ein Fluch sie band. Doch dieser Fluch war nicht nur magisch, er hatte menschliche Ursprünge. Man erzählt, dass ihre Familie einen Pakt mit dunklen Mächten einging, um Reichtum zu erlangen, und Rapunzel als Opfer diente. Ihre langen Haare wurden zum Symbol dieser Kette, ein physischer und spiritueller Faden, der sie festhielt. War es ein Fluch der Gier oder ein Opfer für die Gemeinschaft? Die Antwort liegt in den verschlungenen Pfaden des Schwarzwalds, wo alte Rituale noch Spuren hinterlassen. Die Geschichte von Rapunzel spiegelt die Ängste des Mittelalters wider. In jener Zeit wurden Frauen, die Wissen besaßen, oft als Hexen verfolgt. Der Turm könnte ein Schutz vor dieser Verfolgung gewesen sein, doch auch ein Gefängnis. Archäologische Funde, wie alte Türme in Süddeutschland, deuten darauf hin, dass solche Isolationen real waren. Die Brüder Grimm nahmen diese Elemente und webten sie in ihr Märchen ein, doch die ursprüngliche Erzählung war düsterer. Was verbergen diese historischen Spuren noch? Rapunzels Haare sind mehr als ein Märchenelement, sie tragen eine tiefere Bedeutung. In alten Kulturen symbolisierten lange Haare Stärke und Verbindung zur Natur. Doch in dieser Geschichte werden sie zu einer Fessel, die sie an ihr Schicksal bindet. Manche Gelehrte sehen darin ein Zeichen der Unterdrückung, andere eine Metapher für verlorene Freiheit. Ihre Haare wurden auch als Rettungsseil genutzt, ein Widerspruch, der die Komplexität der Legende verdeutlicht. Was bedeuten sie für euch in dieser dunklen Erzählung? Rapunzels Befreiung durch den Prinzen ist nur ein Teil der Geschichte. Alte Versionen erzählen, dass ihr Entkommen einen hohen Preis hatte. Der Prinz verlor sein Augenlicht, als er aus dem Turm fiel, und Rapunzel wanderte jahrelang blind durch die Wälder. Manche sagen, dies war die Strafe für den Bruch des Fluches. Ihre Reise symbolisiert nicht nur Erlösung, sondern auch die Last der Vergangenheit. Wie beeinflusste dieser Preis ihr Leben, und was lernen wir daraus? Die Geschichte von Rapunzel wurde über die Jahrhunderte umgestaltet. Im 19. Jahrhundert machten die Brüder Grimm sie kindgerecht, doch die ursprüngliche Erzählung war blutiger. In Süddeutschland wurden Märkte mit Türmen und goldenen Haaren geschmückt, und Dichter schrieben Gedichte über ihre Einsamkeit. Moderne Filme und Bücher nehmen diese Elemente auf, doch die wahre Essenz, die dunkle Wahrheit, bleibt oft verborgen. Wie hat diese Transformation die Legende verändert? Rapunzel ist reich an Symbolik. Der Turm steht für Isolation, die Haare für Stärke und Schwäche und die Hexe für Kontrolle. Diese Elemente zeigen, wie die Gesellschaft Frauen einschränkte. Die Geschichte lehrt uns über Opfer, Widerstand und die Suche nach Freiheit. Historiker sehen darin einen Spiegel der mittelalterlichen Geschlechterrollen.
Welche Lektionen zieht ihr aus dieser dunklen Erzählung? Teilt eure Gedanken mit uns. Es gibt Varianten der Rapunzel-Geschichte, die kaum jemand kennt. In einer alten bayerischen Erzählung rettete sie sich selbst ohne einen Prinzen, indem sie ihre Haare als Seil nutzte. In einer anderen wurde die Hexe als Beschützerin dargestellt, nicht als Bösewicht. Diese Versionen zeigen, wie vielfältig die Legende war, bevor sie vereinheitlicht wurde. Welche dieser alternativen Geschichten könnte die Wahrheit näher kommen? Die Antwort liegt in den vergessenen Archiven. Nach ihrer Befreiung begann Rapunzels wahre Reise. Blind und allein wanderte sie durch die Wälder, bis sie den Prinzen wiederfand. Doch ihre Geschichte endet nicht mit der Liebe, sie suchte nach ihrer Identität. Manche Erzählungen sagen, sie wurde eine weise Frau, die anderen half. Diese Transformation zeigt, wie aus einem Opfer eine Heldin wurde. Wie hat diese Reise ihre Stärke geformt und was können wir daraus lernen? Heute wird Rapunzel in Filmen und Büchern neu interpretiert. Manche sehen sie als Symbol der Selbstbefreiung, andere als Opfer patriarchalischer Strukturen. Künstler malen sie mit modernen Elementen, doch die ursprüngliche Düsternis bleibt oft unberührt. Diese Neuinterpretationen zeigen, wie zeitlos die Geschichte ist. Wie würdet ihr Rapunzel in der heutigen Welt darstellen und was würde ihre Reise bedeuten? Archäologen haben in Süddeutschland Türme gefunden, die an Rapunzels Gefängnis erinnern. Einige stammen aus dem 12. Jahrhundert und könnten als Rückzugsorte gedient haben. Runeninschriften deuten auf Rituale hin, die mit Haaren und Schutz verbunden waren. Diese Funde unterstützen die Theorie, dass Rapunzel auf realen Ereignissen basiert. Welche Geheimnisse könnten diese alten Steine noch verraten und wie verknüpfen sie sich mit der Legende? In kleinen Dörfern rund um den Schwarzwald gibt es eigene Versionen von Rapunzel. Eine Erzählung spricht von einer Frau, die ihre Haare opferte, um ein Dorf vor einer Seuche zu retten. Eine andere beschreibt einen Turm, der von einem Flussgeist bewacht wurde. Diese lokalen Geschichten zeigen, wie Rapunzel an verschiedenen Orten unterschiedlich weiterlebte. Welche dieser Varianten könnte die ursprüngliche Wahrheit nahe kommen und was sagen sie über die Region aus? Rapunzels Geschichte hat auch eine psychologische Ebene. Der Turm könnte ihre innere Welt symbolisieren, ein Ort der Einsamkeit und Selbstreflexion. Die Hexe repräsentiert vielleicht äußere Kontrolle, während der Prinz die Hoffnung auf Befreiung darstellt. Psychologen sehen darin einen Kampf zwischen Abhängigkeit und Autonomie. Wie spiegelt sich diese innere Reise in eurem eigenen Leben wider und was lehrt sie über menschliche Natur? Rapunzels Geschichte wird weiterleben, angepasst an neue Generationen. Künstliche Intelligenz könnte sie neu interpretieren oder sie könnte in interaktiven Spielen auferstehen. Doch ihre Essenz, die Suche nach Freiheit, bleibt bestehen. Wie wird diese Legende in der Zukunft aussehen und welche neuen Elemente könnten hinzukommen? Teilt eure Visionen mit uns und lasst uns die Zukunft mitgestalten. Die wahre Herkunft von Rapunzel ist ein Geflecht aus Geschichte, Symbolik und menschlicher Natur. Vom Turm der Einsamkeit bis zur Reise der Befreiung, diese Legende fasziniert uns noch heute. Welcher Teil der Geschichte hat euch am meisten berührt? Teilt es in den Kommentaren. Nächstes Mal tauchen wir in eine weitere geheimnisvolle Welt der deutschen Mythologie ein. Seid gespannt auf eine neue, unerwartete Reise. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bleibt mit Stimmen der Mythen verbunden.